5,5 Monate gehen wir jetzt mit Odin schon schwanger. Momentan irgendwie mehrere Bälle in der Luft. Wir bauen heute die Düsenstücke aus. Es ist ja auch immer noch September, also der Regen ist warm. 4 von 6 Düsen kaputt. Oh, ich fahre die gerade. Jetzt hat er das Drehmoment. Der glüht was. Scheiße. Ist immer noch undicht. Unser Tank ist gestern angekommen. Der wird so ungefähr 220 Liter haben. Ich baue gerade die Tankumschaltung. Ich hatte mir vorher überhaupt keine Vorstellung darüber gemacht, was das bedeutet, einen zusätzlichen Tank anzubauen. Schöner Tank. Ein lauter Kabel drin, die da irgendwie original nicht reingehören. Total verbastelt der Scheiß. Ein Stecker, der war auch schon total verschmolzen. Das ist eine Katastrophe. Und auf sowas habe ich echt sowas von keinen Bock. Über den Lichtschalter wird das Zündschloss überbrückt. Ja, die Liste wird halt irgendwie nicht kürzer. Der LKW läuft halt überhaupt nicht rund. Das Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr. Das Rücklicht funktioniert nicht mehr. Die Bremslichter funktionieren nicht mehr. Ich kann heute echt nur heulen. Und dann geht die nächste Scheiße kaputt, ne? Den brauchen wir jetzt, damit wir überhaupt irgendwie abgeschleppt werden können. Die hatten eigentlich nicht mehr die Hoffnung gehabt, dass man die überhaupt noch retten kann. Es lohnt sich, alte Dinge irgendwie aufzubereiten. Manche Arbeiten, die braucht man echt nicht. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Ich glaube, wir brechen gerade den 5. oder 6. Monat an. Ne, wir sind im 5. Monat. Wir sind im 5. Monat. Ja. 5,5 Monate. 5,5 Monate gehen wir jetzt mit Odin schon schwanger. Mittlerweile ist es auch so, dass ist hier so ein, ja, ich weiß nicht, Lagerkoller. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, das trifft es. Lagerkoller, ne? Ja. Ja. Wir hätten echt nicht gedacht, dass wir halt so lange hier sein werden und dass wir dann irgendwann echt ein halbes Jahr hier sind, an einem Ort. Ja. Jetzt reicht's auch. Ja, doch, das gibt halt echt ab und zu mal so Tage, kein Bock, ne? Echt so richtig kein Bock. Da ist das Wetter noch mies. Dann stehst du sowieso schon irgendwie schlecht gelaunt auf. Das ist halt hier natürlich, wenn man dann hier draußen lebt, im LKW ist man nochmal umso mehr abhängiger vom Wetter. Es kommen halt immer noch wieder so neue Sachen hinzu, mit denen man nicht so gerechnet hat. Also man muss irgendwie dann auch mal anfangen, Dinge von der Liste zu streichen und zu sagen, so jetzt ist Schluss. Man kann noch weiterbauen. Wir können hier noch wahrscheinlich ein halbes Jahr. Ja, vielleicht noch ein halbes Jahr sogar dranhängen, um noch mehr zu machen. Einfach mal losfahren. Ja, wir haben mal wieder schönes Wetter heute. Dann steigt auch gleich die Laune. Wir sind so in den Engzügen, kann man sagen. Wir schätzen noch so 4 Wochen brauchen wir noch. Vielleicht auch nicht ganz so lang, aber naja. Damit man seht, was so los ist. Wir haben momentan irgendwie mehrere Bälle in der Luft. Und das sieht man, glaube ich, auch gut an der Werkbank oder an dem Arbeitsbereich hier. Stehen überall Sachen rum. Das ist die Aufnahme für die Stoßstange, die wir jetzt so umgebaut haben, dass man uns dann auch abschleppen kann oder die andere rausziehen können. Die Stoßstange muss noch angebaut werden. Hier ist der Tank, der ist auch noch nicht fertig. Den Träger habe ich zumindest schon mal montiert. Naja, das muss halt alles noch angebaut werden und das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt, ist natürlich der Kleinkram, ne? Irgendwie so die Leitung nachher anschließen. Achso, ja, hier haben wir dann noch das Teil, wo die Ventile angeschlossen werden zum Umschalten zwischen den Tanks. Hier haben wir die Matten, die Yvonne jetzt fertig gemacht hat. Also alles in der Fahrerkabine so sauber gemacht und fertig gemacht, wieder aufbereitet. Diese Ecken hier, diese Aluprofile, die sollen oben an die Kanten vom LKW ran. Die Garage. Ja, da bin ich ein bisschen vorangekommen. Also ich habe jetzt hier das wieder reingebracht, das Holz. Aber der Rest, das hier, das muss alles noch irgendwie verkleidet werden. Und vielleicht noch ein paar Fächer reingebaut werden. Hier oben irgendwie ein Schutz für die Wasserfilter. Was ich noch vergessen habe, die Düsenstöcke, die müssen noch eingebaut werden. Hallo Yvonne. Yvonne ist derzeit damit betraut, unser Tiervolk zu versorgen. 5 Tage waren sie nicht da. Die treulosen Tomaten. Aber der Hunger hat sie wieder hergetrieben. Genau, guckt euch das an. Hallo. Ja. Sie sind so süß. Aber wir können leider keine mitnehmen. Nee. Mitnehmen geht nicht. Das tut dem Tier nicht gut.
Und wir haben auch nicht genug Platz und die fühlen sich hier auch wohl. Ne? So sieht es halt in der Fahrerkabine aus. Auch alles schick gemacht. Naja genau, in das Armaturenbrett muss ich noch die Tankuhr einbauen. Ein bisschen ist noch was. Wir bauen heute die Düsenstücke aus vom Motor. Der räuchert halt ziemlich stark. Nicht nur jetzt, wenn er im Kaltstart ist, sondern halt auch permanent. Und erster Ansatz ist halt, dass die Düsen halt nicht mehr richtig funktionieren und die bauen wir jetzt aus und lassen die einmal überholen. Und das machen wir heute. Und da wir den Dachgepäckträger jetzt aufgebaut haben, also erweitert haben, ist der natürlich auch ein bisschen schwerer geworden. Bisher haben wir ja mit unserer Seiltechnik unsere Kabine kippen können zu zweit und jetzt gucken wir mal, ob wir es noch hinkriegen. Mittlerweile habe ich die Starterbatterien ja schon umgebaut, dass sie hinten in der Starbox drin sind. Das sollte das ein wenig leichter gemacht haben, aber ob sich das so ausgleicht, also das weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ja, das hat ganz gut geklappt. Das war leichter als gedacht, also leichter eigentlich als vorher. Aber es liegt wohl daran, dass die Sitze noch nicht drin sind. Das hier sind die Düsenstöcke. Das hier, darunter sitzt einer und da und da hinten. Die Verbindung von der Ansaugbrücke zum Turbo haben wir jetzt runter. Und jetzt machen wir uns daran, diese Leitung von den Düsenstöcken abzuschrauben. Die Düsenstöcke habe ich jetzt gereinigt, also mechanisch. Montag bringe ich sie dann zu einer Motoreninstandsetzungsfirma, wo dann die Düsen, also diese Dinger hier, dann ausgetauscht werden. Was auf jeden Fall schon interessant war, dass jetzt diese hier, da kann man das vielleicht am besten sehen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera überhaupt sehen kann. Da vorne ist schon ein Riss hier auf der Kappe drauf und außerdem sieht sie auch irgendwie komisch dick aus. Also vielleicht war das sogar die falsche Düse, die da drin ist. Also 2 von den Düsen sind gerissen. Und da kann natürlich kein vernünftiger Druck mehr aufgebaut werden, sodass der Diesel vernünftig versprüht wird. Jo, mal gucken. Vielleicht war es das ja schon. Wo ich ganz froh drüber bin, ist, dass die von Bosch sind. Und da hoffe ich, dass dann die Düsen auch von Bosch sind. Die kriegt man dann schon auch immer. Oder leichter. Ich habe jetzt einen Düsenstock auseinandergebaut. Und die Düse besteht halt aus diesem Teil hier und aus diesem Stift. Ich bin ganz froh, dass die Düsenstöcke sowie die Düsen, die sind beide von Bosch. Das lässt sich, glaube ich, relativ leicht bestellen, sodass das wohl recht zügig vonstatten gehen wird. Das ist richtig schön Schiedwetter heute. Die Sonne ist fleißig dabei, unsere Kabine aufzuwerten. Da wäre schönes Wetter ein bisschen besser. Macht natürlich mehr Spaß bei schönem Wetter, aber irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Boah, es regnet draußen. Ja, gut. ist auch mal nett. Ja, wir haben hier einen Unterstand, wir können hier arbeiten. Und irgendwie, es ist ja auch immer noch September, also der Regen ist warm und ja, na gut. Kommen wir auch mit klar. Das ist so der Hammer, wie das hier regnet. Es ist, ich dachte, das war es heute schon so, aber das wird immer mehr. Also wir sind hier schon komplett landunter. Da kann man eigentlich nur noch Gummistiefel anziehen. Es hat jetzt fast aufgehört zu regnen. Ich bin klitschnass. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal rein. Mein Projekt für heute ist unser Duschvorhang. Den habe ich hier schon mal ausgebreitet auf unserem Tisch. Unsere Wand ist ja magnetisch und damit der Duschvorhang richtig bombefest an der Wand hält und nicht Wasser durchlässt, haben wir uns überlegt, ob wir da ein Magnetband einnähen. Und zwar fügt sich das auch an unserer Riffelwand richtig gut an und da kommt dann auch kein Wasser durch. Das ist Neodym, nennt sich das. Und das rostet nicht. Dafür habe ich das schon mal hier einmal eingepackt. Und das werde ich jetzt mit der Hand einmal umnähen, weil unsere Nähmaschine ist ja bereits verkauft. Der Duschvorhang ist fertig und das Ergebnis präsentiere ich euch jetzt einmal. Also hier ist der einmal eingebaut. Jetzt wieder ganz normal, wie am Anfang auch. Und wie man jetzt hier sieht, hier ist das Band drin. Es ist wirklich super, super fest. Also hier geht kein Wasser mehr vorbei. Und von der anderen Seite sieht es halt so aus.
Also das wäre es mit dieser Seite. Da muss ich mir natürlich noch was mit der anderen Seite einfallen lassen. Vielleicht habt ihr da eine Idee, weil hier ist jetzt Holz. Alu ist ja nicht magnetisch, Edelstahl ist auch nicht magnetisch. Alles andere würde halt rosten. Schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das mit der anderen Seite hinkriegen, dass das hier auch funktioniert. Ja, heute ist der Tag gekommen, wir bauen die Düsenstücke ein. Ich bin echt ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich hoffe, dass auch alles läuft, dass der Motor startet und da irgendwie nichts kaputt geht. Die Düsenstöcke haben wir ja schon 10 Tage irgendwie liegen und konnten die halt nicht einbauen, weil uns die Dichtungen, das sind so Kupferringe, die haben wir halt nicht gekriegt. Und ja, jetzt habe ich sie dann irgendwie gestern noch gefunden und bestellt und per Nachtexpress liefern lassen. Da sind es irgendwie 25 Stück, davon brauche ich nur 6. Die Düsenstöcke haben wir halt aufbereiten lassen und neue Düsen einsetzen lassen bei einer Motorinstandsetzungsfirma. Ja, da hat sich herausgestellt, dass 4 von 6 Düsen kaputt waren. Der hat ja extrem geräuchert vorher und das ist dann halt kein Wunder, ne? Was ist passiert? Da gehört eine Dichtung drauf und die habe ich nicht besorgt. Und was machen wir jetzt? Es gibt ja auch Dichtmasse, die man benutzen kann dafür. Und dann schmieren wir die da drauf und hoffen, dass wir es dann dicht kriegen. Was machen wir jetzt? Wir machen Plane fest, weil wir hier unbeständiges Wetter haben und spannen die einmal über den Motor rüber. Das ist jetzt der große Moment des Einsetzens der heiligen Düsen von Renault. Und mit der Düsenspitze nirgendwo rankommen will. Wenn da Rost und Dreck zwischen ist, dann hast du überall unterschiedliche Drehmomente. Ja. Das muss ja bleiben. Also ich lerne immer alles schön fetten. Aber man muss halt auch wissen, wo. Wir lassen jetzt den Motor einmal durchdrehen, damit wir sicherstellen können, dass irgendwie in den Dieselleitungen nicht irgendwie Partikel reingekommen sind, damit sich die Düsen nicht gleich wieder zusetzen. Ich habe jetzt aus der Ansaugbrücke den Lappen rausgenommen. Nehme ich mal lieber die Leiter für, sonst maule ich mich noch hin. So, einmal durchdrehen, ja? Die Zündung ist an. Und? Wie viel soll ich durchdrehen? Dass jeder Zylinder einmal raushustet. Aber ich habe so Panik gerade. Was war das? Da hat was geknallt. Die Dieselleitung, der Lappen hat sich da bewegt. Kommt ja relativ Druck raus. So 50 Bar oder so. Also war keine Elektrik. Irgendwas hat er geknallt, geknistert. Gucken wir mal, ob die Lappen feucht sind. Es riecht auf jeden Fall nach Diesel. Wir haben jetzt die Dieselleitungen per Hand einmal festgedreht, sodass die richtig sitzen. Und der zieht jetzt einmal die Schrauben an. Dirk, mit wie viel Drehmoment zieht man die fest? Das gucke ich jetzt, weil du ja den Wert nicht hast. So, jetzt hat er das Drehmoment und dann kann man damit ja die Schrauben alle gleichmäßig festziehen. Was machst du da jetzt? Das sind jetzt die, was für Leitung? Rücklaufleitung? Das ist die Rücklaufleitung, genau. Nikolas am Sparfuchs ist, hat er natürlich auch nur 2 Kupferersatzringe. Die kosten irgendwie 20 Cent oder so. Einer ist uns weggefallen, einen haben wir noch. Ich glaube, wir haben alles fest. Ah ne, hier. Der hier noch. Die letzte Schraube. Jetzt wollen wir starten. Ich bin nervös, ich bin so gespannt. Dirk hat schon gesagt, dass der ein bisschen brauchen wird, bis er dann rund läuft. Da allein schon ist wichtig, dass jetzt nichts funkt. Funkt nichts. Jetzt werde ich vorglühen. Da sollte besser auch nichts funken. Okay, vorglühen. Funktioniert schon mal, hat nicht gefunkt. Da glüht was. Oh, Scheiße. Mal gucken. Also irgendwie die Leitung sah irgendwie nach Dieselleitung aus. Die da irgendwo dran war. Diese Leitung war undicht.
Also die auf den Düsenstöcken raufführt. Und die müssen wir nochmal nachziehen. So, und dann werden wir es jetzt gleich nochmal probieren. Ist immer noch undicht. Ja, gestern war irgendwie noch zu schlechtes Wetter. Es hat ja noch geregnet und so richtig sehen konnte man ja nichts mehr. Und deswegen werde ich heute nochmal einmal testen, ob dann auch alles dicht ist. Mach nochmal den Motor an, lass nochmal irgendwie den Lauf ein bisschen auch in höheren Drehzahlen und guck, ob die Düsenstöcke dicht sind und die Dieselleitung und so. Und dann, wenn das okay ist, dann hoffe ich, war es das. Und wir haben das geschafft und haben die Düsenstöcke überholt. Also was ich so sehen konnte gestern schon, war, dass nicht mehr so extrem viel Rauch entstanden ist. Also er hat nicht mehr so ganz so stark geräuchert. Einmal vorglühen, in der Hoffnung, dass auch nichts dampft. Hier ist die neue Dichtung draufgekommen. Und hier sind die Düsenstöcke. Und hier glüht er gerade irgendwie vor. Sieht aber alles ganz normal aus. Und heiß Wetter. Also jetzt sieht im Moment alles soweit trocken aus. Und dann schmeißen wir den Motor an. Dass der jetzt so am Anfang qualmt, das ist normal. Da ist auch der ganze alte Dreck drin, jetzt von den Düsen davor und das muss ich erstmal frei brennen. Sieht gut aus. Ich glaube, wir können mal eine Testfahrt wagen. Müssen wir nur noch die Sitze einbauen, damit wir losfahren können. Wir haben ja die Sitze neu beziehen lassen, beziehungsweise komplett neu aufbereiten lassen. Ja, heute machen wir sie auf. Wir sind total gespannt auf das Ergebnis. Ihr habt ja in den anderen Aufnahmen vorher gesehen, wie die aussahen. Und die hatten eigentlich nicht mehr die Hoffnung gehabt, dass man die überhaupt noch retten kann. Was ich mal sehen kann, das ist halt so richtig schön strapazierfähiger Stoff. Ja, Hammer, oder? Auch von unten war der ja total kaputt, da rieselte alles durch, der komplette Schaumstoff, der zerbröselte einfach. Ich freue mich riesig, weil das wird ja mein Platz sein. Sie ist total schön geworden. Ich glaube, sie wird auch sehr gemütlich sein. Ich freue mich schon auf die erste Fahrt. So, das ist jetzt angebracht, die Bank. Jetzt müssen wir nur noch die Kabine zurückklappen. Mal gucken, vielleicht hat die Bank ja jetzt schon genügend Gewicht, damit ich sie runtergezogen kriege. Keine Chance. Na gut, dann jetzt die Seiltechnik. Na, geht doch. Und so sieht's aus. Den Sockel hier von dem Fahrersitz habe ich dann auch nochmal aufbereitet, frisch lackiert, ordentlich gefettet. Der funktioniert wie eine 1 jetzt, ne? Also es lohnt sich, alte Dinge irgendwie aufzubereiten. Das macht auch irgendwie Spaß. Fertig. So sah es halt vorher aus. Und jetzt könnt ihr sehen, wie der Rest eigentlich aussieht. Ist das nicht der Hammer? Mega. Wir freuen uns total. Ja, die Düsenstöcke haben wir gestern eingebaut, vernünftig. Sitzen gut drin, sind dicht. Also das Drehmoment 65 Newtonmeter, passt wohl. Allerdings sind die Kraftstoffleitungen nicht dicht, die an die Düsenstöcke angeschlossen werden. Wo wir dann die Probefahrt extra gemacht haben, warm gefahren, haben beide wieder rausgeleckt. Ich habe leider vergessen, die Düsenstöcke vorher zu nummerieren, um dann sie in der gleichen Reihenfolge wieder reinzusetzen. Das hätte mir wahrscheinlich dieses Problem erspart. Also ich habe jetzt nochmal alles auseinandergebaut, die ganzen Kraftstoffleitungen abgenommen, alle nochmal richtig sauber gemacht. Vielleicht war ja irgendwie auch ein Dreck dazwischen, wieder angeschlossen und ja, jetzt starte ich das. Das Problem ist, dass ich mir zwar vorher ein Video gemacht habe, wie die angeschlossen waren. Ich habe sie nicht irgendwie mit Fähnchen oder irgendwie nummeriert oder sonst irgendwas. Das habe ich hier alles abgenommen. Wichtig ist, dass die natürlich in der richtigen Reihenfolge wieder angeschlossen sind. Also die sind natürlich vorgeformt hier so, aber man kann schon mal den einen oder anderen vertauschen. Ja, ich werde mal jetzt gucken, ob ich es richtig angeschlossen habe und hoffe, dass es nicht knallt. Und ich hoffe, dass es dicht ist vor allen Dingen.
das läuft alles. Bis jetzt sind die Düsen dicht, also die Anschlüsse. Jetzt zeigt es eigentlich nur noch die Probefahrt. Das mache ich aber heute nicht mehr. Das werde ich morgen machen und dann nochmal gucken und Daumen drücken. Unser Tank ist gestern angekommen. Der wurde für uns individuell gefertigt, nach Maß. Und wir sind total happy. Der wird so ungefähr 220 Liter haben. Und das Besondere an dem Tank ist, dass das eigentlich 2 Tanks sind. Die Idee dahinter ist, dass wir einen ganz kleinen Tank haben, der halt für Offroad-Fahrten und Gebirgsfahrten benutzt wird, auf den wir dann umschalten können. Und daneben halt einen größeren Tank, den wir mehr so in Europa nutzen. Unser anderer Tank hat halt 330 Liter und den wollen wir halt nicht immer voll machen. Und der hat dann, ich würde sagen, 150 Liter. Im Endeffekt ist es so, dass hier eine Trennwand drin ist, die aber oben einen Überlauf hat. Die Idee dahinter ist, dass der kleine Tank über den Rücklauf vom Motor automatisch halt nach und nach immer wieder befüllt wird. Das heißt, der Rücklauf läuft nur in den kleinen Tank, nicht in den größeren Bereich, sondern dann, wenn er seinen Füllstand erreicht hat, in den großen Tank reinläuft. So hat man sich dann eine Leitung gespart. Man braucht halt nicht 2 Rückläufe, aber man hat halt eben 2 Vorläufe, die jeweils dann zum Motor, zur Schaltkulisse gehen. Ich baue gerade die Tankumschaltung. Ich hatte mir vorher überhaupt keine Vorstellung darüber gemacht, was das bedeutet, einen Tank oder einen zusätzlichen Tank anzubauen. Im Moment überlege ich gerade, wie ich jetzt diese Schalter hier anordne, damit das zusammenpasst und vor allen Dingen auch darunter passt. Hier soll es hin. Das ist der Träger. Den speise ich an diese Platte an. Das ist sozusagen der Halter für das Schutzblech. Der ist schon recht stabil, aber der alleine reicht halt nicht. Es wird dann irgendwie miteinander verschweißt. Für diese Zusammenstellung aus diesen ganzen Verschraubungen haben wir ungefähr einen halben Tag verbraten in so einem Hydraulikhandel. Das ist halt irgendwie ein Sonderbau. Das ist halt irgendwie nichts von der Stange oder so. Der alte Tank, der hat irgendwie noch normale Schlauchleitung, sage ich mal. Und der neue Tank, der kriegt halt diese Plastikleitung und irgendwie muss das zusammenpassen. Die Anschlüsse am LKW sind halt nur Stutzen, da ist nichts mit Verschraubung und da braucht man halt irgendwie einen ganzen Baukasten mit Möglichkeiten und das haben die halt da. Ja, aber trotzdem haben wir einen halben Tag verbracht, weil bis ich das erstmal auf die Kette gekriegt habe, wie rum ich das jetzt eigentlich baue und welche Leitung nach wo geht, das muss man sich ja erstmal alles so ein bisschen überlegen. Ne? Man kann viel vorausdenken, spart auch Geld, aber man muss auch einfach mit einkalkulieren, dass das so, wie man sich das ursprünglich ausgedacht hat, am Ende dann doch nicht zu 100% funktioniert und lieber einmal mehr hinlaufen und Teile nachkaufen, als irgendwie falsche Teile im Vorwege kaufen. Ne? Ich halte das Brett, weil hier zu viel Wind ist, zum Schweißen. Nicht schön, aber hell. Genau. Schweißen unter widrigen Bedingungen. Ich habe gerade die Umschaltarmaturen eingebaut für Vor- und Rücklauf. Wir haben ja jetzt diesen alten Tank mit 330 Liter und heute kommt dann jetzt der neue Tank ran, den wir extra haben bauen lassen mit 2 Kammern und der soll hier ran auf diese Traversen. Hier war vorher der alte Batteriekasten drin und jetzt bauen wir den Tank ein. Ich habe natürlich genau in der Höhe gebohrt, wo man dann die Bolzen für die Spannbänder anbringt. Hat gerade so eben noch gepasst. Und nun kommen die Gummis rein und dann der Tank. Also es braucht so ganze 3 Mann, um so einen Tank zu montieren. Schöner Tank. So. Die Schraube ist zu kurz. Irgendwie 1 Zentimeter fehlt uns hier, um das zu spannen. Und das erste Mal eine der Ersatzschrauben. Dirk hat die besseren Ersatzschrauben. Wie fest muss man die eigentlich machen? Bis das Band überall anliegt. Ja. Aber so sitzt er eigentlich ganz gut. Ja, ist ein bisschen knapp geplant, der ganze Tank. Aber da macht gleich Kupferpaste dran. Kupferpaste. Die gute Kupferpaste von, ich würde sagen, 1985. Also auch entsprechende Retrofarben hat sie. Und die machen wir jetzt auf die Schrauben rauf, weil dann lassen die sich halt besser wieder lösen später. Mach da mal was an. Entschuldigung, aber... Also ich soll ja Hau da mal was drauf mit dem kleinen Finger. Wahrscheinlich ist es der Grund, deswegen habe ich noch so viel. Ja, genau. Jetzt habe ich mehr am Finger dran als an der Schraube, glaube ich. Nimmst du ordentlich Kupferpaste, ne? Und sei nicht so geizig.
Dann kannst du auch mal neu kaufen. Ist doch geil, oder? Ich glaube, da steht noch D-Mark drauf oder so. Das Ding, das liegt ja hier noch nicht an. Ne? Wenn wir den mal drehen, sieht man, wie er weiter rangeht. 1. Ich will einen Knarrenkasten. 2. Also man kann es auf jeden Fall nicht anknallen, bis es irgendwie gar nicht mehr geht. So ein bisschen Gefühl. Juhu! Ja, das war jetzt so das letzte große Ding irgendwie hier vor Ort, also Teilprojekt an dem LKW. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es jetzt im Endeffekt gedauert hat, vielleicht so Netto-Tage, 14 Tage mit Plan und allem drum und dran. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er sich so bewährt, ne, so wie ich mir das ausgedacht habe. Einen Designfehler gibt es schon. Ich kann ihn jetzt hier befüllen. Das sind ja 2 Kammern hier. Hier ist die kleine Kammer, da ist die große Kammer. Da ist kein Stützen zum Einfüllen. Werde ich wohl nochmal nachrüsten oder so, mal gucken. Das Ding ist dran, ich freue mich. Jetzt muss er nur noch irgendwie mit Dieselleitung versorgt werden. Tankgeber, die beiden müssen nur verbunden werden, das hatte ich zuvor einmal verlegt. Der muss verbunden werden, der kriegt dann mal Vor- und Rücklauf auf den kleinen Tank. Und hier ist nur der Vorlauf. Den Stutzen, der ist eigentlich ursprünglich gedacht worden für die Standheizung. Aber es gibt hier für die Standheizung schon Stutzen in dem Tankgeber. Also werde ich den hier zumachen. Also was hast du jetzt vor? Ich baue die neue Tankanzeige für den neuen Tank ein. Ich habe schon ein Loch hier ins Armaturenbrett gebohrt. Jetzt gucke ich irgendwie nach einem Weg, wie ich da den Strom abnehmen kann von der alten Tankanzeige. Ja, und dann nur noch den Tankgeber verbinden und dann sollte das funktionieren. Das ist so eng dahinter und so voll. Keine Ahnung, ob man da mal jemals durchblicken wird. Und da wurde auch schon so viel zugeflickt. Na gut, aber Stück für Stück, ne? Kommen wir da ran. Und irgendwann werde ich mir dann auch nochmal das Armaturenbrett vornehmen. Wenn ich ganz viel Zeit habe. Und ganz viel Lust. Unter Palmen, ne? Unter Palmen, genau. Am Strand. Am Strand. Mit der Caipirinha in der Hand. Genau. Dann machst du dich an die Kabel und Ja. die Verknodung. Ganz wichtig dann in dem Moment. Ich bin gerade dabei, das Abwasserrohr vom Frischwassertank zu trennen. So manche Arbeiten, die braucht man echt nicht. Das Gute daran ist, ich habe lange Arme. Da komme ich fast überall ran. Ich mache gerade den Eckenschutz für unsere Kabine. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir zusätzlich zu den Aluprofilen, die hier jetzt drauf sind, nochmal die Ecken schützen, da hier die Stoßkanten ja, letztendlich offen sind oder das ist da, wo letztendlich der Schwachpunkt ist. Das machen wir hier unten und halt auch da oben, hinten und vorne. Die haben wir uns anfertigen lassen, so wie sie jetzt sind. Wir haben ja hier eine Regenrinne eingebaut. Ja, also ich klinke das jetzt noch aus hier, passe das an und wenn wir Sonne haben, dann klebe ich das auf. So, ich habe ja die Tankanzeige eingebaut. Seitdem ja, spinnt das Armaturenbrett so ein bisschen und ich habe dann nochmal alles auseinander gepflückt. So, mit Sicherungskasten und das Armaturenbrett da mal reingeguckt. Und naja, was ihr hier so sehen könnt, da sind lauter Kabel drin, die da irgendwie original nicht reingehören. Total verbastelter Scheiß. Das nervt. Hier wurden halt auch wild im Sicherungskasten irgendwelche Sachen von A nach B überbrückt. Auch die ganzen Sicherungen, die da drin sind. Original gehören die da gar nicht rein. Also da sind 25 Ampere Sicherungen drin. Und ein Stecker, den ich da drin gefunden habe, der war auch schon total verschmolzen. Musste ich halt auch neu machen. Also so richtig vertrauenserweckend ist die Elektrik hier nicht. Das wird mich wahrscheinlich irgendwie noch Jahre begleiten, das Thema, um das irgendwie alles vernünftig auf Vordermann zu bringen. So, sowas habe ich echt sowas von keinen Bock. Also, guckt euch das mal an. Das ist eine Katastrophe. Auch hier diese ganzen Stecker, die sind alle irgendwo mal abgezogen worden. Keine Ahnung, wo die angehören. Prinzipiell funktioniert alles. Aber zum Teil halt auch echt komisch, ne? So als Beispiel mal über den Lichtschalter. Ich ziehe den Schlüssel raus. Und über den Lichtschalter wird das Zündschloss überbrückt.
Zack. Ist das geil? Oh Mann, ey. Wir haben jetzt die Düsen ja neu eingebaut, haben jetzt irgendwie die zweite Testfahrt gemacht und der LKW läuft halt überhaupt nicht rund. Ein Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr, das Rücklicht funktioniert nicht mehr, die Bremslichter funktionieren nicht mehr. Es regnet draußen, es ist mittlerweile der 1. Oktober, es ist modderig draußen, mir ist kalt, wir kommen nicht los und ich könnte heute echt nur heulen. Ja, die Liste wird halt irgendwie nicht kürzer, ne? Sondern dann denkst du irgendwie so, ja, okay, das geschafft, so, jetzt geht's ja mal allmählich mal los. Und dann geht die nächste Scheiße kaputt, ne? Und ja, ich will in die Sonne, ich will unterwegs sein. Ich habe hier auf dieses ganze Gebaue und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber was hilft's, ne? Ja, was habe ich heute vor? Ich habe jetzt gerade alles sauber gemacht, durchgewischt und durchgefegt. Und ich werde jetzt die Stoßstange nochmal überlackieren, damit wir die auch anbringen können. Ja, muss ja weitergehen, ne? Es gibt bestimmt auch bald wieder bessere Tage, aber heute habe ich irgendwie keine Lust mehr. Warum streichen Sie das denn nochmal? Weil die durchgerostet sind durch die Farbe. Irgendwie scheinen die einfach nur rosten zu wollen. Jetzt haben wir nochmal alles abgeflext. Nochmal grundiert, 2-mal. Und jetzt streiche ich sie nochmal an. Steffen war gerade hier und hat die neue Aufnahme von der Stoßstange fertig gemacht. Seitdem die Seilwinde ja bei uns ausgebaut wurde, hatten wir praktisch nichts, womit man uns irgendwie abschleppen können oder wo wir jetzt irgendjemanden hätten rausziehen können. Und er hat sich da was ausgedacht und es ist ziemlich cool geworden. Hier kommen die Schägel ran, also solche Ösen, die man raufschrauben kann. Das ist 25er Flachstahl. Wenn eben halt eine seitliche Belastung ist von hier, das Ganze irgendwie nicht rüberknickt, sind hier nochmal Streben drin. Jetzt den ganzen Kram noch lackieren und dann sind wir damit auch durch. Heute ist irgendwie der Tag des Anbauens, weil wir machen jetzt auch noch den Träger ran. Den hat ja Steffen für uns gebaut und den brauchen wir jetzt, damit wir überhaupt irgendwie abgeschleppt werden können oder abschleppen können. Let's go! Dran ist er. Damit wären wir jetzt auch wieder am Ende des Videos angelangt. Der Motor läuft wieder rund. Die Dieselleitungen sind auch dicht. Wir haben noch ein paar Probefahrten gemacht. Die Elektroanlage, also im Armaturenbrett, das ist auch alles wieder in Ordnung. Lichtanlage funktioniert wieder. Auch das Zündschloss wird jetzt nicht mehr überbrückt über den Lichtschalter. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt uns was in die Kommentare und abonniert kostenlos unseren Kanal, damit wir uns auch nächste Woche wiedersehen. Genau. Aktiviert auch das Glöckchen, das hilft dann auch, rechtzeitig informiert zu werden, sobald das Video online ist. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Und das passiert in der nächsten Folge. Wir packen jetzt ein, ne? Welchen von diesen Hammern, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde, nehme ich mit. Schweineteuer das Zeug. Und ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Ding hier funktioniert. Ich fange jetzt mit den Antriebswellen an. Ich weiß nicht, wie kalt es ist, aber so sieht heute der Kameramann aus. Also ich kann da überhaupt nicht sehen, dass sich da irgendwas dreht. Auf jeden Fall haben wir eine Laterne mitgenommen. Und 6 Monate an diesem Ort. Genau. Unglaublich.